Heute starten wir mit Spann 7 im Konstruktionstagebuch Zweimastschoner Germania. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael und wir zeichnen heute in diesem Video gemeinsam Spann 7. Wir werden die nachfolgenden 7 Arbeitsschritte in diesem Video anwenden: Komponente erstellen, Bilder einfügen, eine Skizze erstellen, die Skizze in einen Volumenkörper konvertieren, das Bauteil beschriften, dem Bauteil ein Material zuordnen und das Ganze dann mit einem Gelenk fixieren. Dann lasst uns doch gleich mit einer Komponente anfangen. Ich achte darauf, dass die Spannen aktiviert sind, damit sich dort die Komponente einfügt. Wir benennen diese gleich in Spann 7, kontrollieren dann auch, ob diese aktiviert wird beim Erstellen. Wir verwenden zur richtigen Positionierung einen Hilfsquader, damit die Konstruktionsebene richtig liegt. Hat nicht funktioniert. Dem Hilfskörper noch einen Namen geben. Als nächsten Schritt legen wir eine Konstruktionsebene auf die Fläche für unsere Skizze und benennen diese in Spann 7. Jetzt brauchen wir das Bild vom Spann 7, damit wir die optimale Außenkontur bekommen. Diese holen wir uns von meinem Computer. Nach dem Einfügen skalieren wir das Bild anhand einer bekannten Größe und schieben es in die richtige Position.
Kontrollieren wir noch den richtigen Sitz des Bildes, indem wir schräg auf die Skizze schauen. Jetzt noch schnell die Kontur des Bildes übernehmen für ein sauberes Bauteil. Dafür verwenden wir eine Skizze.
Beenden wir die Skizze und geben ihr einen Namen. Als nächstes können wir endlich einen Volumenkörper daraus generieren und fangen mit den Skizzenelementen für Spann 7 an. Jetzt beginnen wir, dem Bauteil eine Kennung zu geben. Also benötigen wir eine neue Skizze mit dem Tool Text. Hier schreiben wir dann Spann 7 und können die Skizze beenden. Die Skizze beschriften. Nun die Skizze übertragen. Geben wir dem Bauteil noch seine Eigenschaften, indem wir ihm ein Material zuordnen. Damit sich das Bauteil nicht mehr verschieben kann, müssen wir es nur noch fixieren. Danke, dass ihr mein Konstruktionstagebuch von Zweimaster Germania verfolgt. Das nächste Bauteil, dem wir uns widmen, wird Spann 19 sein. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.